Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Zubehör. Und was ist besser als richtig gutes Zubehör? Noch besseres Zubehör. Und das gibt es ja von Bosch in 3 verschiedenen Güten. Wir haben einmal Normal, wir haben Pro und wir haben Expert. Und wir schauen uns heute mal an, was ist der Unterschied. Und vor allem, wir testen das auch. Wir testen, wie viel hält es länger oder wie viel schneller ist es denn eigentlich beim Arbeiten. Und was brauchst du, um richtig gutes Zubehör zu benutzen? Natürlich Werkzeug. Und was kannst du in diesem Video gewinnen? Werkzeug. Und wenn du gewonnen hast, kannst du dir sogar aus einem Pool von Werkzeug etwas aussuchen, wenn das mal nichts ist. Du willst wissen, ob du gewonnen hast? Kein Problem. Schau einfach bei uns auf die Webseite, da findest du die Werkzeuge, die du gewinnen kannst und ob du gewonnen hast. Und du willst wissen, wie du teilnimmst? Nichts leichter als das. Du kannst einfach mal unten in die Kommentare deine Meinung zu dem Zubehör schreiben. Heute soll es also um Zubehör gehen und auch vor allem, dass du erkennst, was ist das Richtige für dich. Es gibt das Zubehör von Bosch in 3 verschiedenen Qualitätsstufen, also wirklich Abstufungen dazwischen. Es gibt einmal das Thema, das ganz normale Zubehör für Standardaufgaben, für gelegentliche Nutzung, für ich brauche ab und zu mal genau dieses Zubehör, um ein Loch zu machen oder. Dafür ist das hier da. Da gibt es eine Stufe oben drauf, da gibt es das Pro-Zubehör, erkennst du auch in einer etwas anderen Optik. Das ist dafür da, für jemanden, für einen Profi, der das häufig benutzt, der das immer wieder mal benutzt und der sagt, ja, ich brauche schon wirklich richtig gutes Zubehör, dafür nimmst du eben das. Ja? Wenn du aber sagst, du hast die härteste Anwendung, du möchtest es immer und immer wieder benutzen, du möchtest wirklich eine extreme Standzeit haben, du möchtest auf die Baustelle, möchtest nur genau eine einzige Krone mitnehmen, damit musst du alle Löcher machen, dann hast du das Expert-Zubehör. Das ist wirklich die Spitze des Zubehörs bei Bosch. Und wenn du Expert-Zubehör hast bei Bosch, weißt du, das ist definitiv von Bosch das Beste. Heute haben wir hier Zubehör aus 6 verschiedenen Bereichen. Wir haben Säbelsägen, wir haben hier Winkelschleifer, wir haben hier nochmal Winkelschleifer, aber eine ganz andere Anwendung. Hier ist es Schleifen, hier ist es Trennen. Wir haben hier große Trennscheiben, eher für Stein. Wir haben hier Lochsägen und wir haben hier noch als letztes das Thema Stichsägen. Und überall gibt es verschiedene Anwendungen und verschiedene Abstufungen und das will ich dir heute mal erklären. Lass uns mal bei Säbelsägen anfangen. Das hier ist das ganz normale Standardblatt für normale Anwendungen. Und wichtig ist zu verstehen, das ist nicht so, dass das nach einmal Sägen jetzt stumpf ist, ganz und gar nicht, sondern damit kannst du ordentlich und auch lange sägen und das funktioniert. Ja? Und wir blenden hier auch mal ein, das macht auch Spaß damit zu sägen, dann bekommst du eine Baubude auch ohne Probleme durch. Aber wir haben hier eine ganz normale Standard-Zahngeometrie, die ist sehr gleichmäßig, immer dasselbe. Jetzt gucken wir uns das Professional-Blatt an als nächstes. Hier haben wir schon Folgendes. Wir haben erst einmal ein dickeres Blatt, also die Stammblattstärke ist deutlich dicker. Zusätzlich ist auch die Verzahnung hier etwas anders. Und Bosch gibt hier an, dass wir bis zu 5-mal längere Standzeit haben. Ja? Das kann ich übrigens auch bestätigen mit der nächsten Güte, nämlich genau mit dem hier. Das hier ist das Expert-Blatt. Beim Expert-Blatt haben wir eine Menge andere Änderungen. Übrigens hier bis zu 50-mal länger. Also das Blatt hält bis zu 50-mal länger als dieses hier. Bei dem Blatt ist es so, dass wir hier auch andere Zähne haben, anders geformte Zähne. Und wir haben hier Hartmetall, in dem Fall ist es Carbide hier oben drauf, also Carbide-Zähne, die hier oben drauf sind und die einzeln hier drauf gebracht sind. Ich hoffe, wir kriegen das mit der Kamera ein bisschen eingefangen. Und die sind dafür da, um eben diese extreme Standzeit hinzubekommen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel auch mal einen Nagel mit drin habe, kann ich das ohne Probleme durchsägen, was ich bei dem hier eben nicht machen könnte. Wenn ich irgendwo eine Palette zersäge, irgendwo noch ein kleines Blech dran habe, kann ich es trotzdem einfach durchsägen und das funktioniert. Übrigens habe ich mal mit einer Säbelsäge, mit einem Expertblatt ohne Probleme eine Bahnschiene durchgetrennt, also wirklich eine volle, große Bahnschiene, die sind schon ordentlich hart und danach eine zweite Scheibe und das Ding war immer noch scharf. Kommen wir zu einem echt spannenden Thema und zu einem richtig spannenden Test. Unsere Prismascheibe. Ja? Genau das hier. Viele kennen vom Winkelschleifer einfach nur so eine Scheibe, um was zu trennen, aber du kannst mit dem Winkelschleifer noch viel, viel mehr machen. Zum Beispiel auch Dinge abtragen von so einer Oberfläche. Zum Beispiel Lack oder Rost oder ähnliches. Und dann möchtest du wieder eine schöne Oberfläche haben. Wie machst du das? Das machst du mit so einer Prismascheibe. Dazu brauchst du erstmal eine Aufnahme, ja? Wie sowas hier. Da hast du eine Aufnahme, da lege ich die Scheibe drauf. Zack, und dann, meinetwegen bei Bixlock habe ich genau diese Aufnahme, dann packe ich das hier rein und dann ist das auch schon fest und dann kann ich hier drauf arbeiten. So, und jetzt haben wir folgenden Test gemacht. Wir haben 3 verschiedene Scheiben auch genommen. Wir haben hier unsere normalen Scheiben, unsere Professional-Scheiben genommen und haben dann hier auch entsprechend unsere Expert-Scheiben genommen. Wichtig, jedes Mal mit derselben
Körnung. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieselbe Körnung, selbe Maschine, selbe Geschwindigkeit, jeweils ein anderer Akku, damit er auch nicht irgendwie ein bisschen heiß oder nicht heiß ist. Jeweils dieselben Bedingungen und haben Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, es gibt ein Zeitlimit von 1 Minute 30 und haben gesagt, wie viel bekommen wir denn hier sauber und ordentlich geschliffen in 1 Minute 30 von dieser Fläche? Und haben erst einmal angefangen, hier vorne in 1 Minute 30 unser normales Prismablatt genommen und haben hier geschliffen. Und wir sind nicht weitergekommen als hier bis zu dieser Fläche in genau der Zeit. Und das ist schon echt erstaunlich. Wenn wir uns das angucken, ist das schon heftig. Ja, ich nehme das mal ein bisschen hoch, dass ihr das noch besser sehen könnt. Ihr seht hier, ich habe nur diese Fläche geschafft. Krass, oder? In derselben Zeit. Dann haben wir hier unser Professional. Da sehen wir schon, dass ich relativ weit gekommen bin, beziehungsweise der Kollege relativ weit gekommen ist in der Zeit, aber auch nicht die gesamte Fläche und auch nicht sauber bekommen hat. Das ist schon ordentlich, aber eben bei weitem nicht der Abtrag, wie es hier beim Expert ist. Bei Expert sind wir deutlich weitergekommen. Das ist fast komplett sauber. Hier sind noch 1, 2 kleine Stellen hier dran. Das ist übrigens hier vom Klebestreifen, ja. Aber hier ist noch sehr viel unsauber dabei. Hier aus. Das ist alles hier nicht mehr, sodass wir hier auch sehen, wir sind deutlich schneller vorangekommen. Bleiben wir beim Thema Winkelschleife und jetzt das klassische Trennen. Dafür nimmst du ja genau so eine Scheibe. Eine klassische Verbundscheibe, dünn, trennen, fertig. Funktioniert hier die normale Qualität. Es gibt aber auch eine Nummer besser. Das hier sind die Professional-Scheiben. Sehen eigentlich genauso aus, fühlen sich genauso an. Nicht wundern, wir haben hier eine normale, hier eine X-Lux-Scheibe. Sind aber ansonsten vom Material her identisch bzw. ähnlich, denn wir haben hier Folgendes, die Scheibe macht dasselbe und kann dasselbe, aber hat eine höhere Lebensdauer. Wir haben hier eine 50% höhere Lebensdauer. Wenn du also mit dem hier mal so theoretisch 100 Schnitte schaffst, schaffst du damit jetzt 150 Schnitte. Aber wenn du sagst, 100 Schnitte reichen mir nicht, kein Problem, dann machst du Folgendes, dann nimmst du so ein Expert-Blatt. Bei dem Blatt ist es so, dass das Ganze hier schon aus Metall ist und es wird angegeben, hier unten steht es auch, bis zu 100 mal so viele Schnitte. Das heißt, wenn du hier 100 Schnitte machst, sind das wie viel? 100 mal 100 sind 10.000? Ja. Genau, in dem Beispiel wären es jetzt 10.000 Schnitte, die wir schaffen würden. Also du siehst, du hast hier eine enorm viel höhere Lebensdauer. Und wir machen jetzt, ich zeige dir jetzt mal unseren Test. Wir haben als allererstes mal Folgendes gemacht. Wir haben unsere Standardscheibe genommen und haben sie in unsere Testvorrichtung eingespannt und haben damit geschnitten. Haben einen schönen, entspannten, sauberen Schnitt nach unten gemacht. Und was war? Ist geschnitten. Okay, gut. Als nächstes haben wir dasselbe auch mit dem Metallblatt gemacht, also mit dem aus Metall bestehenden Blatt gemacht und haben damit auch den Schnitt gemacht. Ja? Sind dann da durchs Material und du siehst halt, ich habe hier ein Metallblatt, ein Metall geschnitten und das funktioniert. Ganz einfach, weil hier Hartmetall, auch Carbide, aufgeträufelt ist, glaube ich, also reingebacken. Ich kann es nicht genau sagen, wie es gemacht ist und auf die Art und Weise können wir wirklich jetzt hier Metall schneiden. Aber das Interessante ist gar nicht das Thema Geschwindigkeit, weil wir waren mit beiden etwa gleich schnell, sondern das Interessante ist, dieses Blatt hier nutzt sich nicht ab. Das heißt, der Umfang des Blatts bleibt immer gleich. Dadurch war es auch viel einfacher für uns, hier diesen Schnitt zu machen. Wir sehen das übrigens auch hier. Hier unser Schnitt haben wir hier schön gemacht, schön durch und ja, wie es halt so sein soll. Aber das Interessante ist, das andere Blatt, also in dem Fall war es ja das hier, das hat es auch geschnitten, aber es ist kleiner geworden. Das heißt, wenn wir jetzt mal den Gesamtumfang vergleichen, seht ihr hier an der Stelle, ich habe es mal unten jetzt angelegt, so viel ist das schon kleiner geworden. Nach ein paar Schnitten, das sind so 2, 3 Schnitte gewesen, die wir ein bisschen ausprobiert, gemacht, getan. Ja, naja, das Problem ist, auf die Art und Weise wird das natürlich immer kleiner. Das heißt, du hast vielleicht 2 Probleme. Erstens, es nutzt sich im Verhältnis zu dem hier relativ schnell ab. Zweites Problem ist, natürlich, wenn es kleiner wird, du hast nicht mehr die Schnitttiefe. Das ist ein enormes Thema und das ist lästig. Das heißt, wenn du also sagst, okay, ich möchte jetzt hier das beste Ergebnis, lange schneiden mit demselben Blatt, ist das hier genau die richtige Wahl. Und noch ein Thema zum Unterschied zwischen diesen beiden Scheiben. Diese Scheibe hält garantiert immer und die fliegt nicht auseinander. Du hast ja auch kein Bruchrisiko, du kriegst das nicht kaputt. Wohingegen du bei diesen Scheiben genau dieses Problem hast. Du hörst es jetzt schon, so und dann ist es kaputt. Und natürlich machst du das nicht, aber eine Scheibe kann halt auch mal so aussehen und wenn wir hier Ausrisse haben, wenn wir hier Dinge haben, die wegfliegen, die möchtest du auf keinen Fall im Auge haben und deswegen hast du hier deutlich höhere Sicherheit.
Ich habe euch ja gesagt, wir schauen uns verschiedenste Zubehöre an und deswegen kommen wir jetzt mal zu Stein. Und hier kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung euch auch etwas weitergeben. Aber lasst uns erstmal wieder angucken, welche verschiedenen Typen gibt es. Wir haben hier erst einmal das ganz normale Blatt. Hier ist ein gutes Blatt, habe ich selbst ausprobiert, funktioniert, gar kein Problem. Und genau das habe ich schon mal gekauft. Also diese Qualität, habe damit gearbeitet und das hat auch funktioniert. Bis zu einem Moment. Ja, aber da komme ich gleich dazu. Dann gucken wir uns hier mal das nächste an, was wir hier haben, ist das Thema Pro. Eine Stufe oben drüber, auch ihr seht jetzt hier an dem silbernen Streifen, das ist eben die Pro-Qualität. Bei der Qualität, übrigens nicht falsch verstehen, wir haben jetzt hier ein kleineres Blatt, das gibt es in verschiedenen Größen. Also alle verschiedenen Qualitäten gibt es in allen Größen, das ist gar kein Thema. Bei diesem Blatt haben wir schon einen riesen Vorteil, den ich nämlich damals nicht bedacht habe. Hier kann man auch mal mit Armierung mitschneiden. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Betonblock hast, da ist Armierung drin, in meinem Fall, ich musste einige Stürze beim Abriss rausschneiden, ist mir dieses Blatt sehr schnell stumpf geworden. Ja? Und das Blatt ist aber dafür gar nicht da, das kann das eigentlich gar nicht. Dieses Blatt hier kann es. Damit kannst du auch in Armierung reinschneiden und dieses Blatt in der Güte, wie wir es hier haben, hält 50% länger als das andere Blatt. Schon mal richtig genial. Ich muss aber sagen, jetzt gucken wir uns mal Expert an und das habe ich dann nämlich bei mir auch benutzt, privat auch benutzt beim Abriss und dieses Blatt habe ich heute noch, muss ich sagen, also nicht das hier, sondern ich habe ein großes 230er genommen, denn das hält bis zu 4-mal so lang wie das andere, aber ganz wichtig, es kann eben die Armierung schneiden und ist dafür auch gemacht, um das auch wirklich regelmäßig zu können und das Blatt benutze ich seit Ewigkeiten immer wieder und das hält und hält und hält und hält und hält. Das kann ich absolut nur empfehlen. Hier auch nochmal, seht ihr vom Design her voll blau, roter Streifen, weiße Schrift, Expert. Schauen wir uns mal Lochsägen an und hier ein Exemplar, was ich gerade auch benutzt habe und wir blenden das mal ein. Wunderschön hier ins Holz rein, hat funktioniert. Wichtig ist übrigens, wir haben hier auch Standard, Pro und Expert und alle können hier erstmal per se das Gleiche. Das heißt, wir haben hier Metallfliesen, Stein, also jetzt in Ziegel können wir damit arbeiten, Holz mit Metall mit Nägeln drin. Wir können aber auch Kunststoffe damit sägen. Und hier ist es so, dass wir entsprechend hier auch ganz normal Standard haben. Dann haben wir hier Pro, die halten dann schon doppelt so lang und wir haben hier unser Expert. Expert wird hier angegeben mit bis zu 50-mal so lang. Und ich muss sagen, diese Expert, ich nehme das auch mal raus, haben hier wieder den großen Vorteil, die Klingen hier, die wir hier drauf haben, also die Zähne, sind wirklich wieder aus Carbide und sind hier einzeln aufgebracht. Auf die Art und Weise haben wir den Vorteil, dass diese Zähne ewig lange stabil bleiben, scharf bleiben und auch halten. Die glühen quasi einfach nie aus. Ich selber habe die auch schon super häufig benutzt, habe einen Satz und in diesem Satz habe ich immer noch jede einzelne Lochsäge drin und das funktioniert einfach. Übrigens noch mal ein Tipp, hier hinten auf der Verpackung, sowohl auf der als zum Beispiel auch auf der, steht drauf, mit welcher Umdrehung man sie optimalerweise benutzt, bei welchem Material. Also da unbedingt mal drauf schauen. Ja? Und da man jetzt erstmal sagt, na, wie benutze ich das eigentlich, wenn das jemand noch gar nicht kennt, dazu hast du so ein Adapter. Ja? Das sieht so aus, dass du hier so eine Verpackung hast. Da hast du den normalen Power Change Adapter, damit kannst du diese Lochsägen benutzen. Hast aber auch hier den kleinen Adapter, um diese Standardsägen zu benutzen. Da ist es so, dass du hier den kleinen Adapter aufschraubst, hier einfach drauf, zack, los. Und dann kannst du den Power Change Adapter nehmen, drauf, aufsetzen und kannst damit dann entsprechend loslegen. Ein großer Vorteil übrigens auch noch von zum Beispiel hier dem Expert, da kannst du den Adapter übrigens auch nehmen, hier einfach drauf. Achso, bei dem ist es so, dass das hier hinten schon festgeschweißt jeweils dran ist, das musst du nicht mehr aufschrauben. Ja? Wir nehmen das jetzt hier mal drauf und ein großer Vorteil von der hier ist, erst länger, ja? Das heißt, du kannst tiefer damit schneiden oder sägen, aber du kannst auch Folgendes machen, du kannst das hier rausnehmen und kannst jetzt hier durch und kannst entsprechend dann das auswerfen, was da ist. Wenn das nicht so richtig gut funktioniert, hast du hier immer noch einen sehr breiten Möglichkeit hier reinzugehen und hier mit dem Schraubendreher das hier nach vorne zu katapultieren. Natürlich ist das vor allem dafür da, um auch hier Hitze rauszunehmen. Ja? Aber das sind alles Vorteile von diesem gegenüber dem hier. Hier kann man das natürlich auch so machen, ja, theoretisch, aber du siehst, hier, das funktioniert nicht. Dafür ist es nicht da. Du kannst es hier einmal in der Mitte machen, wenn du es rausgenommen hast, aber das geht hier deutlich einfacher und deutlich besser. Kommen wir zum Thema Stichsägen und hier haben wir einen gravierenden Unterschied, aber ganz anders, als du wahrscheinlich denkst. Denn wir haben Folgendes genommen. Wir haben auch hier unser normales Standardblatt genommen. Genau das hier.
Ja, haben wir genommen und haben gesägt, und zwar hier in dem Fall Eiche schön durchgesägt. Ja, das ist hier der Schnitt, den wir gemacht haben. Wunderbar. Haben dasselbe auch gemacht mit dem Expert-Blatt, also der besten Qualität. Hier ist auch genau das Blatt, haben wir benutzt. Um was ist rausgekommen? Der Schnitt ist gleich schnell. Ja, der Schnitt ist gleich schnell, den wir hier haben. Der Schnitt ist gleich gut. Das ist alles dasselbe gewesen. Hier ging es auch nicht um die Ausrisse, sondern erstmal nur um die Geschwindigkeit. Okay, weil wir hätten ja auch den Pendelhub runternehmen können und so weiter. Ihr kennt das alles. Das heißt also, gleich schnell, ist das auch gleich gut? Nee. Der große Unterschied hier ist wirklich das Thema Standzeit. Standzeit. Wir haben einfach eine auch deutlich höhere Standzeit. Erstmal aber nochmal ganz wichtig, wir haben hier unser ganz normales Standardblatt. Wir haben hier jetzt unser Professional-Blatt, aber das hier ist auch ein Professional-Blatt. Und jetzt wirst du wahrscheinlich verwirrt sein, weil warte mal, das ist Standard. Ja, und wenn wir das jetzt mal uns angucken, und das ist Professional, ja. Genau deswegen gibt es nämlich jetzt auch das neue Design, die neue Bezeichnung, um wirklich optisch ganz klar zu wissen, das ist ein anderes Blatt. Ja? Also an der Bezeichnung konnte man das schon vorher erkennen, aber nicht wirklich an der Optik und an allem drum und dran. Also ich finde es so deutlich besser. Das heißt, das hier, im Zweifel kannst du auch noch so eine Altbestände bekommen bzw. kaufen, ist aber auch schon ein Professional-Blatt, wie eben genau das hier. So, jetzt haben wir das nächste, das Expert-Blatt. Hier, übrigens das Professional-Blatt, hält 5-mal länger, also 5-mal höhere Standzeit, wohingegen das hier bis zu 45-mal so hohe Standzeit hat. Warum aber hier schon wieder? Der Zauber ist auch hier Carbide. Es sind andere Zähne. Die Zähne hier sind auch aus Carbide, sind hier auch einzeln aufgelöst. Das ist sehr aufwendig, es kostet natürlich auch mehr, deswegen kostet das Blatt auch einiges mehr. Aber der große Unterschied hier ist, wenn hier mal ein Nagel dazwischen ist, ist es überhaupt gar kein Problem. Das heißt, du kannst auch ohne Probleme mal Holz mit Nägeln einfach so durchsägen. Das funktioniert. Ja? Und dadurch ist es bei uns so, dass wir wirklich, also bei mir persönlich, ich würde sagen, einmal im halben Jahr wechsle ich vielleicht das Blatt. Ansonsten ist das bei mir immer drauf. Stichsäge, kann arbeiten. Im Grunde egal, was da kommt, und habe damit wirklich gute Ergebnisse. Und wenn du natürlich einen sehr feinen und noch einen sehr sauberen Schnitt haben möchtest oder brauchst in dem Moment, dann kannst du natürlich auch wieder ein anderes Blatt nehmen, was nochmal auch ausrissfrei arbeitet, wie zum Beispiel das Two-Side Clean Blatt, was ich wirklich sehr gerne habe, um wirklich perfekt zu arbeiten. Aber gerade wenn du so konstruktiv arbeitest, wenn du zum Beispiel aber auch so wie man eine Palette auseinander nimmst, ja, wo auch mal ein Nagel, eine Schraube, irgendwas drin ist, dann ist das hier wirklich Gold wert. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt die Unterschiede der verschiedenen Serien näher bringen und du kannst jetzt die richtige Entscheidung treffen. Ich für mich habe schon vor einiger Zeit die Entscheidung getroffen, nur noch Expert-Zubehör zu kaufen, weil nichts ist lästiger als Zubehör, was nicht lang genug hält oder genau in dem Moment aufgibt, in dem du es brauchst. Und jetzt ran ans Zubehör und bis zum nächsten Mal.